Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Begriff Designerrasse oder Designerhund ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, also noch relativ jung. Tatsächlich existieren Hundetypen, die man so bezeichnen kann, aber schon seit mehreren hundert Jahren. Wussten Sie das? Doch wirklich modern wurde das Ganze langsam in den frühen 90er Jahren und nahm ab 2000 dann so richtig Fahrt auf. Der echte Designerhund ist eine tolle und interessante Sache, wie ich meine. Wieso? Nun, das möchte ich mir heute gern mit Ihnen ansehen. Also, bis gleich. Nun, Synonyme für Designen sind gestalten, entwerfen, Form geben, konzipieren, kreieren und so weiter. Demnach sind also alle Hunderassen Designerrassen. Das ist eine klare Sache, oder? Denn sie alle wurden ja für bestimmte Zwecke gestaltet, entworfen, konzipiert oder kreiert. Ist so, ja. Und trotzdem haben die Begriffe Designerhund oder Designerrassen einen ganz speziellen Platz in der Welt der Kynologie gefunden. Denn diese Hunde sind das Produkt der ersten Kreuzung zweier verschiedener reinrassiger Hunde, um mit den Nachkommen dieser Verpaarungen vorhersehbare Eigenschaften zu erzielen. Und das gelingt auffällig häufig sehr gut. Also, Welpen der F1-Generation werden als solche Designerrassen bezeichnet. Die Verpaarungen von Hunden, welcher solcher Kreuzungen entstammen, also einer F2-Generation, die dürfte man dann nicht mehr als Designerrasse oder Designertyp bezeichnen. Ist nun mal so. Ja. Wer hier bestimmt, welcher Mix aus zwei verschiedenen Rassenhunden dann als solche Designerrasse bezeichnet werden darf und bei welchem Mix man nur von Mix sprechen darf, das weiß ich nicht und ist mir grundsätzlich egal, aber das ist so in der Kynologie. Ja. Schauen Sie, ein Labradoodle ist nichts anderes als ein Labrador-Pudel-Mischling, doch die Szene und deren Entwicklung befähigt sie dazu, ganz offiziell behaupten zu können, das ist ein Labradoodle. Wenn Sie aber Besitzer eines deutschen Schäferhund-Rottweiler-Mixes sind, werden Sie ihn höchstwahrscheinlich auch als solchen vorstellen. Davon gehe ich aus. Denn die Bezeichnung Schäferweiler, welche ja passen würde, hat diesen Schritt in die Gesellschaft, den der Labradoodle geschafft hat, nicht getätigt. Und dieses Schäferweiler würde eher für Spott sorgen, denn für Zustimmung. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist alles etwas kompliziert, aber das ist die Welt der Kynologie generell. Ja. Speziell dann, wenn man ganz tief in diese eintaucht. Ja. Sagt Ihnen der Lurcher was? Vielen von Ihnen mit Sicherheit. Ja. Diesen Designerhund soll es schon seit etwa 600 Jahren geben. Das wusste ich nicht. Was ich wusste, ist, dass das fahrende Volk der britischen Inseln, die auch gerne genannten Irish Travelers, den Lurcher schon seit etwa 300 Jahren züchten, um mit ihnen legal, manchmal auch illegal zu jagen. Der echte Lurcher ist der Spross einer Verpaarung von Greyhound mit Collie oder Terrier. Und hierbei wurde ein Hund designt, der die Geschwindigkeit und den Jagdtrieb des Windhundes vorweist, genauso aber den Will to Please des Hütehundes oder die Härte des Terriers zeigt. Und das funktioniert seit hunderten Jahren mit diesen Verpaarungen, das weiß man. Ne? Natürlich werden auch Hunde miteinander gekreuzt, die schon solchen Verpaarungen entstammen. Und hierbei
dürfte man dann nicht mehr von Designerrasse oder Designerhund sprechen. Das steht eben nur den F1-Nachkommen zu. Ja, die Irish Travelers, wir können mit noch einer Designerrasse aufwarten, und zwar wäre das der Bull Lurcher. Ja. Hierzu kreuzen Sie entweder Whippets mit Bullterriern oder Greyhounds mit Bullterriern. Als Beispiel blende ich Ihnen den Greyhound und den American Pitbull Terrier hier ein, aus welchen solch ein Bull Lurcher entstehen könnte. Diese Hunde werden von den Irish Travelers für Jagden herangezogen, bei welchen das Dynamit der Bullterrier-Rassen gefragt ist. Auch in Deutschland beschloss die Jagdgesellschaft, Hunde aus 2 verschiedenen Rassen zu designen, welche für bestimmte Aufgaben der Jagd besser einsetzbar sind als deren Ausgangsrassen. In den 70er Jahren entstand auf diese Weise der Westfalen Terrier, ein Mix aus deutschen Jagdterrier und Lakeland Terrier oder Fox Terrier. Mittlerweile keine Designerrasse mehr, da hauptsächlich nur mehr Nachkommen dieser Verpaarungen untereinander gekreuzt werden. Oder der Heide Terrier. Ein Mix aus deutschen Jagdterrier und Airedale Terrier, wo das genau so ist. Auch hier möchte ich sagen, das ist ein sehr interessanter Hund. Die Unterwelt, und ganz besonders die Rotlichtszene, die spezialisierte sich auf einen Designerhund. Ein Elternteil ein reinrassiger Molosser, der andere ein reinrassiger Vertreter der Bullterrier-Rassen, der sogenannte Bane Dog. Als Beispiel für so einen Hund zeige ich Ihnen einen Bullmastiff und einen American Pitbull Terrier, denn aus dessen Romanze würde solch ein Bane Dog entstehen. Erschaffen für die härtere Abteilung. Zum Einsatz gekommen als Lebensversicherung, Einschüchterungswerkzeug, aber auch als Waffe. Ich kannte persönlich einen Bane Dog, der in der Rotlichtszene arbeitete. Von Scott habe ich schon öfter erzählt, 2 oder 3 Mal. Und das war ein Hund, von welchem auch Sie sich gefürchtet hätten, egal wie souverän Sie hierzu unterwegs sind. Glauben Sie mir das, ja. Vom Bullherder habe ich erst kürzlich in einem Video erzählt. Ebenfalls eine Designerrasse als F1-Hund. Malinois oder Hollandser Herdershund auf der einen Seite, American Pitbull Terrier auf der anderen Seite, ein Schutzhund. Punkt, aus, Ende. Das war die Idee hinter diesem Hund. Ja. Doch eigentlich sind es andere Hunde, die den meisten Menschen als Designerrassen bekannt sind. Und diese möchte ich Ihnen hier kurz präsentieren. Ich beginne gleich mit dem Labradoodle, der als Pionier dieser modernen Designerhunde gilt. Ein Mix aus Labrador und Pudel. Ja, ein nicht kastrierter Labradoodle namens Sammy ist der einzige intakte Rüde, der einen richtigen Kumpel für meinen Vito darstellt. Der hat ihm immer mit dem Charme gepackt. Es ist ein großer Kerl, der Vito genau in die Augen sieht. Also der hat ebenfalls um die 65, 66 Zentimeter Schulterhöhe, ist ein aufgeweckter, bewegungsfreudiger und sehr freundlicher, schöner Hund, der Sammy. Und Peter, sein Besitzer, der erzählte mir letztens von der Mühsamkeit des Trimmens, bei welchem Sammy für etwa 2 Stunden immer stillhalten muss beim Hundefriseur. Ja, Trimmen und Scheren, viele von Ihnen wissen, das ist einer meiner Angstgegner bei den Hunden. Wir haben den Golden Doodle, ein sehr beliebter Designerhund, hervorragend geeignet für Familien, wie es die meisten der modernen Designerhunde sind, denn die wurden hauptsächlich als äußerst geeignete Familienhunde designt. Ja. Und eben der Golden Doodle ist so ein Aushängeschild dieser designten Familienhunde. Ja. Hervorgehend aus Golden Retriever und Pudel. Den Cockapoo, Cocker Spaniel und Pudel sind hier die Elternteile. Ebenfalls ein schön anzusehender, toller Familienhund, möchte ich meinen. Der Maltipoo ist eine Kreuzung aus Malteser und Pudel.
Oh, süße Geschichte. Der Schnudel, der entspringt einer Love Story von Schnauzer und Pudel. Der hat sicher Feuer. Ja. Der Aussie-Dudel erklärt sich ebenfalls von alleine. Australian Shepherd und Pudel sind hier zur Tat geschritten. Der Havapoo ist ein Mix aus Havaneser und Pudel. Und der Cavapoo entspringt dem Chevalier King Charles Spaniel und dem Pudel. Dürften also ziemlich geschätzte Lover sein, die Pudel, denn bei all den bis jetzt genannten Designerrassen stellen sie einen Elternteil dar. Aber der wahre Grund für den Fokus auf den Pudel bei den meisten Designerrassen ist dieser, dass es bekannt ist, dass der Pudel zumeist ein tolles Familienwesen zeigt. Noch dazu gilt er als antiallergener Hund. Wir wissen das, Pudelhahn nicht und so weiter. Ja, das sind die Hauptgründe, weshalb man hier zumeist mit dem Pudel experimentiert. Ja. Es gibt aber noch weitere bekannte Designerhunde, bei welchen der Pudel nicht zum Zug kam. So erfreuen sich nicht wenige am Pugel. Was ist das? Und das ist ein Mix aus Mops und Beagle. Ziemlich interessant, möchte ich meinen. Oder der Cabochon, das ist das Ergebnis der Kreuzung von Chevalier King Charles Spaniel und Bichon Frise. Der Goldador erscheint, wenn man Labrador und Golden Retriever miteinander kreuzt. Wegen was auch immer. Und der Pomsky ist ein wirklich sehr schöner Zwergschlittenhund, liebe Zuseher, der das Licht der Welt erblickt, wenn sich Zwergspitz und sibirischer Husky lieben. Ich sage Ihnen was, die Lebensgefährtin meines Bruders, also meine Schwägerin in Spee, die besaß eine Pomsky-Hündin, als sie sich kennenlernten. Das war einer der schönsten kleinen Hunde, die ich in meinem ganzen Leben je sah. Und auch meine Frau war von dieser Hündin mehr als nur entzückt. Wunderschöne Hunde sind das. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, das war fürs erste Mal so ziemlich alles, das mir an Designerrassen bekannt ist, obwohl ich mir sicher bin, dass es noch weit mehr gibt. Ne? Was ich aber noch ganz sicher weiß und vielleicht einigen von Ihnen nicht so bekannt ist, dass der Rottweiler als Designer-Teil nach vorne drängt. Das weiß ich, ja. Passen Sie auf, der Rottel, nicht zu verwechseln mit Trottel. Ich möchte meinen, diese Kürzung zwischen Rottweiler und Pudel ist etwas unglücklich gewählt, ja. Speziell in Österreich, wenn man hört Rottel, könnte das für etwas Verwirrung sorgen. Aber der Rottel ist ein Rottweiler Pudelmix, Rottle geschrieben. Ich hörte auch vom Labrotti, also der gezielten Kreuzung von Rottweiler und Labrador, und auch der Rotzki. Ja, der läuft schon vermehrt herum, eine Kreuzung aus Rottweiler und Husky. Und noch einige andere Kombinationen mit dem Rottweiler als fixen Bestandteil haben ihre Freunde gefunden. Auch ich bin der Meinung, dass sich der Rottweiler als fixer Elternteil bei der Schaffung eines Designerhundes hervorragend eignet. Aus verschiedenen Gründen finde ich, dass man mit ihm als fixen Part mehr Spielraum hat, einen fantastischen Hund zu designen, als man es mit vielen anderen Hunden hat. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Würden Sie mich fragen, welchen Hund ich mir zuerst aus zwei verschiedenen reinrassigen Hunden zusammenbasteln würde, also designen würde, bekämen Sie ohne Zeitverzögerung von mir die Antwort Rottweiler und deutscher Schäferhund. 4 davon kannte ich persönlich und alle 4 waren Top-Hunde. Also die haben alle 4 für mich keine Wünsche offen gelassen. Alle 4 waren absolute Alleskönner. Das waren Spitzenhunde, eine Top-Mischung. Rottweiler und deutscher Schäferhund, hier wäre es mir völlig egal, wer den Vater, wer die Mutter darstellt. Die waren alle 4 toll. Ja. Hier waren bei den 4 Rottweiler Schäfermixen, die ich kannte, war, soweit ich mich erinnern kann, 3-mal die Mutter der Schäferhund und nur einmal der Rottweiler die Mutter. Alle 4 waren
Top-Hunde. Ich kann mich nur noch mal wiederholen diesbezüglich. Eine Top-Mischung. Ja. Sind Designerrassen also toller als reinrassige Hunde? So kann man das nicht sagen, das ist ganz klar. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Welt Sie leben. Sie werden verstehen, was ich damit meine. Denn der Lurcher zum Beispiel, der wird der effektivere Jäger sein bei einer gewissen Art der Jagd als der Greyhound, der Collie oder der Terrier. Klare Sache, dafür ist der Greyhound schneller auf der Bahn oder am Hasen und der Terrier dazu fähig, im Bau zu fighten. Das ist der Lurcher nicht. Und der Hütehund wird klarerweise der bessere Gefährte für den Hirten sein als der Lurcher. Auch das ist klar. Ja. Also bei einigen Dingen sind Designerrassen die tolleren Hunde. Bei anderen sind es die Ausgangsrassen, die die tolleren Hunde darstellen. Ist ja völlig klar. Ja. Und ich garantiere Ihnen, hätte ich diesbezüglich freie Hand, dürfte ich umrühren, walten und schalten. Ich würde der Welt Designerrassen präsentieren, welche sie in ihren Grundfesten erschüttern würde. Natürlich nur im positiven Sinne, klare Sache. Ja, aber das garantiere ich Ihnen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.